2007 ist das Buch «Die Hütte» erschienen und ist zum Bestseller geworden. 2017 zum Kino-Kassenschlager. Und Paul Young erzählt ja dort eine Geschichte von schmerzhaftem Verlust, Versöhnung und Gott. Und vor allem auch von der Versöhnung mit sich selber. Wir als Casa Immanuel sind seit 16 Jahren ein Ort der Geborgenheit, wo genau das Erlebnis ermöglicht. Und was für mich, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, es ist irgendwo surreal, weil wir haben im letzten Herbst in unserer Retraite uns intensiv mit den Hütten auseinandergesetzt. Und es ist für mich einfach nur eine Bestätigung. Und darum, heute Abend kommen für mich die Geschichten zusammen. Das Herz von Paul Young mit seinem Buch und unsere Arbeit sind an diesem Abend, kommen die zusammen. So, he needs help because you don't even speak the same German. Ich brauche Hilfe, weil ihr redet nicht einmal das gleiche Deutsch, oder? Yes. What an honor to be here. Was für eine Ehre, heute Abend da zu sein. Wes and I have been looking forward to this night Sein Freund Wes und er haben sich sehr gefreut auf den Abend, because we go home tomorrow. weil sie morgen früh heimgehen. So you are my favorite. So, ihr seid jetzt wirklich die Lieblingskunden. For yesterday and today, we have been enjoying the hospitality of warm hearts. Gestern und heute haben sie dürfen Gastfreundschaft von Herzen geniessen bei uns. And we have been going pretty hard, moving along very fast Yeah. while we've been in Germany and Switzerland. Ja, sie sind jetzt viel umgereist, also die Truppe da mit dem Paul in Deutschland und in der Schweiz. And slowly, as we've gotten into the mountains, Und nach dies nach, wo sie Richtung Berge, Bündner Berge gezogen sind, we get to take a deeper breath. haben sie endlich mal ein bisschen durchschnaufen. We started with the Germans. Sie haben mit den Deutschen in Deutschland angefangen In the first 2 days, I spoke 15 hours. und in den ersten 2 Tagen hat er 15 Stunden geredet. They figured I might never be back. Die haben mich gemeint, der kommt nie mehr zurück. Now they are right. Sie haben recht gehabt. Great. Yeah. Every human being is a story. Jedes menschliche Leben ist eine Geschichte. You not only have a story, you are a story. Du hast nicht nur eine Geschichte, du bist eine Geschichte. And when you hear the story of another person, Und wenn du Geschichte hörst von einer anderen Person, you are walking on holy ground. dann laufst du auf heiligem Boden. There is no human being who is not a child of God. Es gibt kein Mensch, kein menschliches Wesen, das nicht ein Kind von Gott ist. Therefore, there is no story that God is not involved in. Darum gibt es auch keine Lebensgeschichte, wo Gott nicht drin involviert wäre. And we get to hear one another's histories. Und wir hören die Lebensgeschichten voneinander. It's around our stories that we build relationships. Und um diese Geschichten herum bauen wir Beziehungen. When you see someone as more than just a category, Wenn du merkst, es ist nicht jemand einfach irgendeine Category, just a story. a category is like a box. Ja. Like, thank Eine you. Kategorie, right. Oh, the German word is category. Kategorie. No wonder you had trouble translating it. I think the people have 2 stories tonight, huh? Yeah. Yours and mine. So far. So far. Yes. I do my very best. He told you he needed help. Yes, all right. I am married to Kim. Ist mit der Kim verheiratet. This September it will be 40 years. Im September wird es 40 Jahre sein. I was married when I was 10. Er war 10, als er geheiratet hat. Together we have 6 children. Sie haben 6 Kinder.
4 boys and 2 girls. 4 Buben und 2 Mädchen. Our youngest is 25, our oldest is 38. Die jüngste ist 25 und die älteste ist 38. Children are all different. Kinder sind total verschieden. And so our oldest is a scientist. Der älteste ist ein Wissenschaftler. He has a PhD in statistics. Er hat einen Doktortitel in Statistik. I don't even. Our second child is a son, Das zweite Kind ist ein Sohn. and he studied film and acting and directing. Er hat Film und Schauspielerei und Regisseur hat er studiert. Our third is also a son, Das dritte Kind ist auch ein Bub. and he is a mechanical engineer with an MBA who is now a Portland police officer. Er hat ein technisches MBA und ist jetzt in Portland ein Polizist. And he loves it. Und er liebt das. Sometimes it takes a millennial a little while. Excuse me? Never mind. we have a daughter who is her study is in psychology. Wir haben eine Tochter, die hat Psychologie studiert. Our other daughter is in child psychology, Und die zweite Tochter ist in der and our Kinderpsychologie. youngest son is in business. Und der jüngste Sohn ist ein Geschäftsmann. 6 children, 6 totally different human beings. 6 Kinder, 6 total verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten. We used to be taught that you need to train up a child in the way they should go. Wir sind noch gelehrt worden, dass man ein Kind muss erziehen in die Richtung, wo es gehen sollte. And when they're old, they won't depart from it. Und wenn sie mal dann alt sind, werden sie nicht mehr davon abweichen. Not true. Das stimmt nicht. If you try to train them in the way they should go, Wenn du sie so erziehen willst, wie du denkst, sie müssten sein, they go. dann gehen sie in alle Richtungen. The Hebrew of that same verse, Im Hebräer heisst es, train up a child in their way. du sollst ein Kind erziehen in ihrer Bahn. And when they are old, they won't depart from it. Und wenn sie alt sind, werden sie von dem nicht abweichen. Every child has their way. Und jedes Kind hat seinen Weg. And part of being a parent is that you get to know a child and discern what their way is. Und es gehört zum Elternsein, genau das herauszufinden, was ist der Weg vom Kind. But you can't discipline 2 children the same. You can't reward 2 children the Du same. kannst sie nicht 2 Kinder auf die gleiche Art bestrafen und du kannst auch nicht 2 Kinder auf die gleiche Art belohnen. And when you train them in their way, of course they won't depart from it. It's their way. Und wenn du sie eben gemäß ihrem Weg anleitest und trainierst, dann werden sie natürlich von dem Weg auch nicht abweichen, weil das ist ja ihr Weg. The imagery behind the shack is fairly simple. Und das Bild hinter der Hütte ist recht einfach. It represents the human soul and the human heart. Es repräsentiert die menschliche Seele und das menschliche Herz. It is the house on the inside that people help us build. Es ist das Haus in dir, wo Menschen helfen, dass du es aufbauen kannst. And our parents have the greatest influence on how that house is formed. Und unsere Eltern haben den grössten Einfluss, wie es in dem Haus aussieht, wie du das aufbaust. And some of us, we did not get good help. Und einige von uns haben nicht so gute Unterstützung in diesem Prozess bekommen. We didn't know that our parents also had no help. Und wir haben halt auch nicht gewusst, dass unsere Eltern ja auch keine Hilfe hatten, um ihr inneres Haus einzurichten. When you are a child, you think that your parents are always right. Wenn du ein Kind bist, dann denkst du, dass deine Eltern immer recht haben oder richtig sind. And in my relationship with my father, I was always wrong. Und in seiner Beziehung zu seinem Vater ist er immer falsch gewesen. I didn't know that he had a broken shack in his own Er heart. hat dort nicht gewusst, dass sein eigener Vater eine kaputte Hütte in sich getragen hat. He was just an angry young man. Er ist nur einfach ein wütiger junger Mann gewesen. I didn't know that his father had already broken him.
Er hat dort noch nicht gewusst, dass der Vater von seinem Vater ihn schon gebrochen hat. I just knew that his discipline was terrifying. Er hat nur gewusst, dass die Art, wie sein Vater ihn diszipliniert hat, das hat ihn zu tiefst erschreckt. And very painful. Und auch sehr schmerzhaft. So I just tried to stay away from him. Und so hat der Paul immer versucht, von seinem Vater wegzubleiben. Our religious background is modern evangelical fundamentalist. Sein evangelistischer oder evangelikaler Background ist eben moderner Evangelikalismus. And I am the firstborn missionary kid, preacher's kid. Und er ist das erstgeborene Missionars- und Predigerkind. That's a disaster. Das ist eine Katastrophe. When I was 10 months old, we moved from Canada, where I was born. Als er 10 Monate alt war, sind sie von Kanada, wo er geboren ist, weggezogen. And we moved to the highlands of Netherlands, New Guinea. Und sie sind in die Berge gezogen von Neuguinea. The other side from Papua New Guinea. Die andere Seite von Papua-Neuguinea. So I had a Canadian passport. Er hat einen kanadischen Pass gehabt. My sister was born there under Dutch control. Seine Schwester ist dort in Neuguinea geboren unter holländischer Administration. So she had a Dutch passport. Darum hat sie einen holländischen Pass gehabt. But then the Dutch were afraid of Indonesia, so they left. Dann haben die Holländer Angst bekommen von den Indonesiern und sind darum dort weggegangen. And the United Nations came in and took over that part of the country. Und dann ist die UNO in das Gebiet hineingekommen und hat die Verwaltung von dem Gebiet And übernommen. my brother was born under UN control. So ist sein Bruder geboren worden unter UN-Kontrolle. Then Sukarno in Indonesia came and annexed the country. Dann ist der Sukarno gekommen von Indonesien, der Präsident, und hat das Gebiet dort annektiert. And my youngest brother was born under Indonesian control. Darum ist sein jüngster Bruder unter indonesischer Kontrolle geboren worden. You think you have trouble going through borders. Du hast vielleicht das Gefühl, du hättest schon Schwierigkeiten, wenn du Grenzen musst überschreiten musst. But I grew up in a tribal culture. Er ist aufgewachsen in einer Stammeskultur. And they were my people. Und das sind seine Leute gewesen. Back in those days, a lot of times missionaries just trusted that God would raise the children. In diesen Zeiten haben die Missionare häufig einfach geglaubt, dass Gott Kinder erzieht. And a lot of my generation were damaged deeply because of this. Und viele aus seiner Generation, also die Generation von Paul, sind wegen dem sehr schwer beschädigt worden. I did not consciously know that I was white until they sent me to boarding school when I was 6 years old. Er hat nicht bewusst wahrgenommen, dass er ein Weißer ist, erst dort, wo sie ihn mit 6 ins Internat geschickt haben. I couldn't believe that I was white. Er hat gar nicht können glauben, dass er ein Weißer ist. It was a big disappointment. Es war eine grosse Enttäuschung gewesen. And I was totally disconnected from my parents. Und er war völlig losgelöst gewesen von der Beziehung her mit seinen Eltern. They were busy doing the work of the mission. Sie sind immer beschäftigt gewesen mit den Missionarsarbeiten. And I was being raised by the Dani, the tribal Und people. er ist erzogen worden eigentlich von denen Dani, das ist der Stamm von Neuguinea. Besides my difficult relationship with my father Neben seiner schwierigen Beziehung mit seinem Vater and no memory of my relationship with my mother, und keine Erinnerung an eine Beziehung mit der Mutter, sexual abuse began happening in the tribe. hat es auch angefangen mit sexuellem Missbrauch in dieser Stammeskultur. And that began before I was 5 years old. Und das hat angefangen, bevor er 5 Jahre alt war. There's a reason that Missy is 5 years old. Es gibt einen Grund, warum die Missy im Film «Der Shaq» 5 Jahre alt ist. People don't realize that I am both Mackenzie and Missy. Menschen verstehen oft nicht, dass der Paul, beide Rollen hat, die von Mackenzie und die von der Missy. We've had shock losses, deaths in our family, but not like I wrote in the book. Sie haben sehr überraschende, schlimme Todesfälle in ihrer Familie, aber nicht so, wie er es im Buch beschrieben hat. Shortly after we were married, Kim's mother went in for routine surgery and had a massive heart attack and died on the
surgery table. Kurz nachdem er zum Beispiel geheiratet hat, seine Frau, hat die Mutter von ihr plötzlich sehr ein überraschendes Herzproblem gehabt und ist noch beim Untersuch gestorben. 3 months before that, my 18-year-old brother was killed. 18 years old. Yeah. Ja, also sein 18-jähriger Bruder ist kurz davor umgebracht worden. And 3 months after Kim's mother passed away, my 5-year-old niece was killed the day after her 5th birthday. Dann ist auch noch seine Nichte kurz darauf, nachdem die Schwiegermutter gestorben ist, auch noch umgekommen. So we know about loss. Also er weiß sehr gut Bescheid, was es heißt, Verlust einzukassieren. When the book first came out, I got an email from a writer in Nashville, actually. Wo das Buch rausgekommen ist, hat er mal ein E-Mail bekommen von einem anderen Autor aus Nashville. And she wrote me, Das war eine Frau, sie hat ihm geschrieben. I don't know anything about you, Sie weiß überhaupt nichts von ihm. but my sense is that Missy represents something murdered in you as a child. Aber sie spürt, dass die Missy etwas symbolisiert, wo gestorben ist in dir, wo du noch ein Kind bist. Probably the murder of your innocence. Vermutlich der Mord an deiner Unschuld. And Mackenzie is you as the adult trying to deal with this. Und der Mackenzie ist einfach die erwachsene Form von Paul, die versucht, mit dem Mord irgendwie umzugehen. And that is exactly true. Und das stimmt haargenau. That is the reason that both of their names spell the word map. Das ist genau der Grund, wieso beide Namen, Mackenzie und Missy, das Wort Map in sich tragen. Yeah. So when I got to boarding school, Als er ins Internat gekommen ist, missionary boarding school, ein Missionarsinternat, it turned out to be a very dangerous place. hat sich herausgestellt, dass das sehr ein gefährlicher Ort war. And if you've heard some of the horror stories about boarding school, they're true. Wenn du schon jemals schlimme Geschichten über Internat gehört hast, sie stimmen leider. And the first nights, the big boys would come and they would molest the little boys. Schon in der ersten Nacht kommen die Älteren, die grösseren Brüder und die kleineren, also Schüler, und die kleineren belästigen. And at 6 years old, we were already selling our body to belong to somebody. Und schon mit 6 haben wir angefangen, unseren Körper zu verkaufen, um zu jemandem zu gehören. At that point, at 6 years old, I didn't belong anywhere. Mit 6, als er 6 war, hat er überhaupt nie dazugehört. I lost my tribe and my family. Er hat seinen Stamm und seine Familie verloren. I lost my color. Er hat seine Farbe verloren. I lost any sense of belonging anywhere. Er hat überhaupt jedes Gefühl verloren, irgendwo dazuzugehören. The one person that held me together Die einzige Person, die mich zusammengehalten hat, was Jesus. war Jesus. Even as a 6 years old, I knew that Jesus was in my life. Schon als 6-Jähriger hat er gewusst, dass Jesus in seinem Leben ist. And over my life, Jesus is the only one who never left. Über sein ganzes Leben gesehen, ist Jesus der Einzige, der ihn nie verlassen hat. So I began to find ways to survive. So hat er nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie kann ich überleben. The shack, the house that is broken on the inside, Die Hütte, die kaputt ist, inwendig, is where I began to store all my secrets. dort drin hat er all seine Geheimnisse versucht aufzubewahren. It is also where I began to store my addictions. Dort hat er auch all seine Süchte angefangen aufzubewahren. And it becomes a house of shame. Und das ist ein Haus von der Scham geworden. And you keep people away by lies. Und du versuchst, die Leute auf Distanz zu halten, indem du sie belügst. And it is what you truly believe about yourself. Und das ist ja das letztlich, was du effektiv von dir selber glaubst. That you are worthless Dass du keinen Wert hast and a piece of garbage und dass du ein Stück Dreck bist. and somebody to be used. Und du stehst eigentlich
zur Verfügung, zum missbraucht zu werden. So you create a facade outside the shack Du machst noch eine Fassade um deine Hütte herum, because you don't want to invite anybody into your inside weil house. du ja gar nicht willst, dass jemand in dein Haus, in dein inwendige Haus reinkommt oder reinsieht. And now you can paint this as fast as you can pick up people's expectations. Und dann kannst du versuchen, das anzumalen, so gut wie du die Erwartungen der Leute um dich herum erkennst. And you begin to learn to live from the outside in Ja, und du fängst an lernen, von außen nach innen zu leben. because everything on the inside is broken Weil alles, was in dir ist kaputt. and you have no capacity to live from the inside out. Genau, und du hast überhaupt keine Möglichkeit, von innen nach außen zu leben. So I had an ocean of shame covered by a thin layer of perfectionist performance. Okay, und er hat versucht, mit einer dünnen Schicht von Perfektionismus den grossen See von Scham zuzudecken. I had to be perfect. Er musste perfekt sein. And if I could perform perfectly to the expectations, Und wenn er die Erwartungen von Leuten um ihn herum perfekt erfüllen maybe someone would tell me that I belonged. hätte vielleicht jemand können sagen, du gehörst noch jemand dazu. At 10 years old, we came back to Canada. Als er 10 war, sind sie dann zurückgekommen auf Kanada. Now I had to learn a whole new culture. Jetzt hat er plötzlich nochmal ganz eine andere Kultur müssen lernen. We moved around a lot because my father was an itinerant pastor. Wir sind viel umeinander gezogen, weil mein Vater ein Pfarrer war, der an verschiedenen Orten predigt hat. I went to 13 schools before I graduated from high school. Also bevor er erwachsen worden ist, war er an 13 verschiedenen Schulen gewesen. Over and over, I didn't belong. Immer wieder hat er gemerkt, ich gehöre nie dazu. Every hello is just a goodbye waiting to happen. Ja, jeder, der Grüezi gesagt hat, das war für ihn das Gefühl, ja, der wartet schon wieder darauf, um zu sagen Ciao. But there was a good side to all this moving. Aber es hat auch eine gute Seite gehabt bei all dem Umziehen, When my facade began to fall apart, wo seine Fassade langsam zusammengefallen ist, which it always will, was sie immer wird, irgendwann wird sie das. at least we could move somewhere and I could start again. Immerhin hat er wieder können sagen, ja, ich gehe ja wieder neu mit anders her und kann dort wieder von neuem anfangen. I would say, oh, I don't run away from relationships. Er hat gesagt, ja, ich renne nicht weg von Beziehungen, I'm too religious to be that honest. aber ich bin zu religiös, um so ehrlich zu sein. I hear God call me somewhere else. Ich höre Gott, der sagt, ja, ich muss noch jemand anders hergehen. Ich renne nicht von Anywhere Beziehungen. else. Irgendwoher. So I moved around a lot. Darum ist er viel umeinander gezogen. After I graduated, I went to Bible school. Als er die Schule abgeschlossen hat, ist er in eine Bibelschule gegangen. And I thought, finally, I'm going to be in somewhere safe. Ja, dann hat er gedacht, endlich bin ich noch jemand angekommen, wo ich sicher bin. The problem is that my father had told me that I was worthless. Das Problem war nur, dass sein Vater ihm schon gesagt hat, er sei wertlos. The sexual abuse had communicated that I was worthless. All diese sexuellen Missbrüche haben ihm ja auch bestätigt, dass er keinen Wert hat. Not being able to belong told me the same thing. Und nie die Chance gehabt, noch jemand dazuzugehören, hat ihm das auch bestätigt. And what was even more damaging than all of that, Und was ihm noch mehr geschadet hat als all das zusammen, my theology that I received through my father, die Theologie, die er gehört und bekommen hat von seinem Vater and then through our institutional church, und dann durch die institutionalisierte Kirche, also communicated to me hat ebenfalls zu ihm gesprochen, that the deepest truth of who I am, dass die tiefste Wahrheit, wer er ist, that I was a piece of shit, dass er ein Stück Dreck ist. that I was totally depraved, Dass er total von allem beraubt worden ist, that I was worthless, dass er keinen Wert gehabt hat. and that somehow Jesus loved me. Aber doch irgendwie Jesus ihn liebt. Because Jesus is like that. Weil Jesus ist so. His father, not so much. Der Papi nicht so von Jesus. In fact, Jesus came to save me from God the Father. Jesus ist ja gekommen, von seinem Gefühl her, um ihn zu schützen vor dem Vater. God the Father was distant, white, bearded Gandalf with a bad attitude.
Gott Vater war für ihn so eine Art Gandalf gewesen, möglichst weit weg und schwierig. And Jesus was trying to save me from hell. Und Jesus ist der, der versucht hat, ihn zu retten von der Hölle. And God the Father was trying to send me there. Und der Vater, Gott Vater, das ist sein Gefühl ist der, der ihn hat in die Hölle schicken. I was even told that Jesus would cover me with his righteousness. Man hat ihm gesagt, dass Jesus ihn würde umgeben mit seiner Gerechtigkeit And hide me from God the Father. und ihn verstecken vom Gottvater. And that way he could sneak me into heaven. Und auf diese Art hätte Jesus ihn quasi können in den Himmel hineinstellen, quasi an Gottvater vorbei. Because when God the Father looked at me, Weil wenn Gottvater ihn angeschaut hätte, he didn't see me. hätte er nicht den Paul gesehen, He saw Jesus. hätte er Jesus gesehen. I hoped Jesus would never have to go to the bathroom. Er hofft, dass Jesus nie müsste auf die Toilette gehen. But you can see that if everyone on this world has told you you're worthless, Weißt du, wenn jeder, wo dir auf dieser Welt, wo du begegnet bist, dir gesagt hat, dass du keinen Wert hast, and then you find out God thinks the same, und dann hast du das Gefühl, Gott denkt das auch, how are you going to build any kind of life that means anything? wie kannst du überhaupt irgendein Leben aufbauen, das irgendeine Bedeutung hat? All I had was to try to perform to win the affection and the approval of others. Alles, was ich können habe, ist versuchen, perfekt und vollkommen zu sein, um Bestätigung und Zuwendung von anderen zu verdienen. And now I'm having to perform to try to win the affection and approval of God the Father. Und jetzt hat er natürlich darum das Gefühl gehabt, jetzt muss ich natürlich die Gleichleistung auch bringen, um die Zuwendung und die Liebe von Gott Vater zu verdienen. That alone should tell you why Papa in the shack Das allein genügt, um dir zu erklären, warum der Papa in der Hüttengeschichte comes through the door as a large black African kommt American durch die woman. Tür rein als grosse, schwarze Frau. I'm trying to get as far away from Gandalf with a bad attitude as I can get. Er hat das Bild versucht, das so weit weg ist von dem schlechten Gandalf-Bild, das er hatte von Gott Vater, wie nur irgend möglich. Because I now believe that imagery is actually a lie. Und weil er natürlich heute auch glaubt, dass das Bild, das er mal hatte, eine Lüge ist. It is not the truth. Es ist nicht die Wahrheit. And over the course of my life, I've had to deal with those kinds of lies. Und über seine ganze Lebenszeit hinweg hat er immer wieder gegen so Lügen müssen ankämpfen. Mackenzie's weekend in the shack represents 11 years for me. Das Wochenende von Mackenzie in der Hütte sind 11 Jahre vom Leben von Paul. 11 years of deconstructing my view of God. Es hat 11 Jahre gebraucht, sein schräge Bild von Gott Vater langsam abzubauen. 11 years of deconstructing my view of what it means to be myself. 11 Jahre Arbeit, um am Punkt zu kommen, das Bild von sich selber abzubauen, das schlechte Bild, das er von sich selber I hatte. did not take this journey willingly. Er hat diese Reise nicht bewusst unternommen. When you begin to live out of survival skills, Wenn du anfängst zu leben aus Überlebenstrieb, that prison becomes your identity. dann wird das Gefängnis zu deiner Identität. And you cannot think of yourself in any other way. Und dann kannst du gar nicht mehr anders von dir denken. The lens that we look through is called a paradigm. Die Linse, die wir durchschauen und wie wir unsere Realität sehen, nennt man Paradigma. They say that a paradigm creates blindness. Man sagt, dass so ein Paradigma blind macht. You cannot see any information that doesn't already agree with what you already Du kannst believe. überhaupt keine Information verstehen oder annehmen, die nicht schon deinem vorgefertigten Paradigma entspricht. And one of the only ways to change a paradigm Und die einzige Weg, so ein Paradigma zu verändern,
is that you allow someone into your shack. ist, wenn du jemandem erlaubst, dass er in deine Hütte, in deine Lebenshütte reinkommen darf. Or your facade is utterly exposed. Oder deine Fassade ist komplett entblößt. And some of us are so broken Und einige von uns sind so zerbrochen, that we won't voluntarily deal with the damage that is in us. und da tust du nicht freiwillig mit den Schäden, die in dir sind, dich auseinandersetzen. We have to get caught. Wir müssen, wir müssen gepackt werden. It is not God who traps us. Es ist nicht Gott, der uns auf Fallen stellt. When you build a house on the inside that is based on lies, you will trap yourself. Wenn du ein Haus aufbaust, inwendig, das aufgebaut ist auf Lügen, dann baust du dir selber eine Falle. It is just a matter of time. Es ist nur eine Frage der Zeit. Let me use a story to tell you how powerful paradigms are. Ich möchte eine Geschichte erzählen, um dir zu erklären, wie mächtig solche Paradigmen sind. I was talking about this at a conference and a friend of mine came up to me. Ich will von einer Konferenz erzählen, wo ein Freund von mir auf mich zugekommen ist. She comes from a similar history to mine in terms of sexual abuse. Sie hat eine ähnliche Geschichte gehabt wie er bezüglich sexuellem Missbrauch And in terms of a very angry father. und auch in Bezug auf einen sehr zornigen Vater. And she said, I want you to understand how powerful a paradigm is. Und dann hat sie ihm gesagt, ich möchte, dass du verstehst, wie mächtig so ein Paradigma ist And how difficult it is to see the truth. und wie schwierig es darum ist, die Wahrheit zu sehen. She said, when I was a little girl, Sie hat gesagt, als ich ein kleines Mädchen war, from the time I was about 5 until the time I was about 15, in der Zeit zwischen 5 und 15, almost every night I prayed to God habe ich jede Nacht zu Gott gebetet and I begged God, und ich habe ihn angefleht, would you please change the color of my eyes to blue? würdest du nicht bitte die Farbe von meinen Augen auf blau verändern? And she said, let me tell you why I prayed. Und jetzt lass mich erzählen, warum. My father was an alcoholic, Mein Vater war ein Alkoholiker gewesen, and almost every night he got drunk. und fast jede Nacht war er betrunken gewesen. And when he got drunk, he would begin to say horrible things. Und wenn er einmal betrunken war, hat er sehr schreckliche Sachen gesagt. And at the fit of his rage, he would always say the same thing. Und quasi im Maximum von seiner Wut und von seinem Zorn hat er immer das Gleiche gesagt. You are so ugly Du bist so hässlich, that even the color of your eyes Das- are the color of cat shit. dass sogar die Farbe von deinen Augen entspricht der Farbe von Katzendreck. So I prayed and begged God to change the color of Darum my habe eyes ich to blue. jede Nacht Gott betet, er soll doch die Farbe von meinen Augen auf blau ändern. And she was talking to me with her face down. Und siehe, die Frau hat zum Paul geredet mit dem Gesicht am Because Boden runter. that is where shame will drive you. Das ist der Moment, wo die ganze Scham über dich kommt. People who have a life of shame have a hard time looking into your eyes. Menschen, die sehr viel Scham in ihrem Leben haben, haben es sehr schwer, anderen Menschen in die Augen zu schauen. But she looks up at me and says, Paul, what are the color of my eyes? Aber sie hat dann doch können ihren Kopf lupfen und an Paul in die Augen schauen und hat ihn gefragt, was haben meine Augen für eine And Farbe? I'm looking into two of the most beautiful blue eyes I've ever seen. Und er hat in die zwei für ihn schönsten blauen Augen können hineinschauen, die er jemals gesehen hat. And I'm thinking, God changed the color of her eyes? Und dann hat er gedacht, ja Moment, hat jetzt Gott tatsächlich die Farbe von den Augen von dieser Frau auf blau geändert? And she said, Und sie hat geantwortet, they were always this color, but I didn't know it until I was in my 30s. sie sind immer blau gewesen, schon immer blau gewesen, aber sie hat es nicht realisiert, bis sie in der Mitte 30 war. That is the power of a paradigm. Das ist die Kraft von einem Paradigma. When you have certain things that you believe about yourself, Wenn du gewisse Sachen hast, die du von dir selber glaubst, and as long as you stay isolated, und solange du isoliert bist, it is almost impossible es ist
fast unmöglich, to change those lenses. die Linse, wie du das anschaust, ins Paradigma zu verändern. At some point, your inner heart has to be exposed. Irgendwann muss dein Herz offenbar werden. You can't actually run away from the shack. Du kannst eigentlich gar nicht von der Hütte davor rennen. Only in your imagination. Nur in deinen Vorstellungen. Only by trying to place your identity in a facade. Und nur wenn du willst, deine Identität hinter einer Fassade verstecken. The unexposed is the unhealed. Das, was nicht offenbar ist, das ist das, was nicht heil ist. You are as sick as the secrets you keep. Du bist so krank wie die Geheimnis, das du für dich bewahrst. And part of the work of the Holy Spirit is to expose you. Und genau das ist der Auftrag und die Aufgabe vom Heiligen Geist, das offenbar zu machen. Because that is the only way that you can come to healing. Weil das ist überhaupt der einzige Weg, wie du kannst heil werden. And God will not heal you apart from your participation. Und Gott wird dich nicht heilen, losgelöst von deinem Einverständnis, von deinem Mitmachen. Shame whispers that there is nothing actually good about you. Scham flüstert dir ins Ohr, es gibt überhaupt nichts Gutes in dir. I didn't think that I was smart or creative. Er hätte nie gedacht von sich selber, dass er gescheit ist oder kreativ. I just thought I knew how to fool people. Er hat einfach nur von sich gedacht, ich weiß, wie man die Leute beschissen kann. Because even the things that are in you that are good are now suspect by shame. Alles, was in dir gut ist, das ist alles ein bisschen suspekt wegen der Scham. And you get stuck in your own brokenness. Und du bleibst wie stecken in deiner eigenen Gebrochenheit. And you can't imagine anything else. Und du kannst dir überhaupt nichts anderes vorstellen. So you take your prison and you put the name home above it. Darum nimmst du dein innere Gefängnis und schreibst darüber zu Hause. Das ist mein Haus. And you try to survive. Und in dem Sinne versuchst du zu überleben. I married a woman who saved my life. Er hat eine Frau geheiratet, die sein Leben gerettet hat. She didn't sign up to save my life Sie hat das eigentlich nicht beabsichtigt gehabt, because I never invited her into the shack either. weil er, der Paul, sie auch nicht in die Hütte eingeladen hat. I won her by being what I thought she wanted. Er hat sie gewonnen, indem er das Gefühl hatte, er sei der, sie will. But I didn't even have a person on the inside. Aber er hat überhaupt keine Persönlichkeit in sich drin gehabt. I just had the facade. Er hat nur eine Fassade gehabt. But at the same time, my whole life, I've been pursuing God. Aber gleichzeitig hat er in seinem ganzen Leben versucht, Gott nachzufolgen. I remember in the middle of Canada in Bible school, Er erinnert sich irgendwo in der Mitte von Kanada in der Bibelschule. I would walk along the railroad tracks Ist er auf den Eisenbahngleisen gelaufen, in the middle of winter where the wind was howling. wo es Winter war, Kanada, und der Wind man gehört. And I could scream at the top of my voice, Und er hat können so laut schreien, wie er konnte, begging God to heal me. und hat Gott angefleht, ihn zu heilen. And then I would wrap up all that pain. Und dann hat er so all den Schmerz quasi zusammengenommen. And I would go back to school and perform. Und dann ist er zurück in seine Bibelschule gegangen und hat wieder auf Leistung gesetzt. I graduated at the top of the school Er hat zu den Besten gehört beim Abschluss, because I thought I fooled them. weil er das Gefühl hat, ich habe die anderen betrogen. Even when I graduated, I walked out thinking I fooled them. Auch obwohl er sehr gut abgeschlossen hat, ist seine Überzeugung gewesen, ich habe die alle beschissen. I was hoping God would heal me with no one else finding out about it. Er hat immer gehofft, dass Gott ihn heilen würde, so dass aber niemand anders das merkt. Maybe God could heal me up until my facade could just take over the facade. Er hat gehofft, dass Gott ihn so wird heilen, dass er so nah ein bisschen er die Fassade, die er aufgerichtet hat, könnte übernehmen. And then nobody could notice. Und dann würde es ja niemand merken, wenn das so ein fließender Übergang ist.
But the problem is that it doesn't heal anything inside. Aber das Problem ist, dass das inwendig überhaupt nichts heilt. And I did like many people in the West do. Und er hat sich halt so verhalten, wie das die meisten oder viele Menschen im Westen machen. I divided my head from my heart. Er hat seinen Kopf von seinem Herz getrennt. And I began to hide in my mind. Und er hat sich quasi versteckt in seinen Gedanken. And I became very good with language and words. Und er ist sehr gut gewesen, sich auszudrücken mit Sprache und Wort. And I developed survival mechanisms. Und er hat Überlebensmechanismen angefangen einrichten. I had the ability to turn a conversation back on someone so fast they didn't know what hit them. Er hat können Gespräche umkehren, so quasi den Spieß umdrehen, dass der andere quasi ein Thema war, ganz And plötzlich. I couldn't have told you how I did it. Und er hätte dir nicht können sagen, wie er das genau gemacht hat. When we were married, Kim would say, Wo sie verheiratet waren, hat seine Frau Kim gesagt, I came in to talk to you knowing I was right and I'm leaving feeling Yeah. like I'm wrong. also ich habe dich jetzt auf etwas angesprochen, wo ich der Überzeugung war, dass ich recht habe. Und ich gehe jetzt aus dem Gespräch raus mit dem Gefühl, ich habe nicht recht gehabt. How did you do that? Wie hast du das gemacht? I didn't know. Ich weiß nicht. I just had to stay perfect. Er hat ja einfach müssen perfekt bleiben, hat keinen Fehler dürfen machen. Kim doesn't come from a religious family. Seine Frau Kim kommt nicht von einer religiösen Familie. Her family is large. Ihre Familie ist sehr groß. She has 5 sisters and 2 brothers. Sie hat 5 Schwestern und 2 Brüder. They do nothing quietly. Die machen überhaupt nichts still. They fight loud and they forgive loud. Die streiten laut und sie vergeben laut. They cook loud. Die kochen laut. I come from a religious family. Er kommt von einer religiösen Familie. We hide everything. We Sie- lie about almost everything. Sie verstecken alles, sie lügen über alles. And when our family got together, we had to have an order of service. Und wenn ihre Familie zusammengekommen ist, haben sie eine ganz klare Reihenfolge gehabt, wie man umgeht miteinander. Part of my survival skill is called hypervigilance. Ein Anteil von seiner Überlebensstrategie war übertriebene Wachsamkeit, Aufmerksamkeit. You are aware of all the exits and the entrances. Du bist immer genau im Bild, wo hat es überall einen Ausgang und wo hat es überall einen And you Eingang. can keep track of conversations so that if your name comes up, you can defend yourself. Ja, und du kannst immer dich so im Gespräch einrichten, dass sobald dein Name aufkommt, kannst du dich sofort verteidigen. Everything is about staying safe. Es geht nur darum, sicher zu bleiben. Well, when Kim's family got together, Wenn seiner Frau, der Kim, ihre Familie zusammenkommt, a small little group would be like 40. A small little group would be like 40, eine 40 kleine people, Gruppe wäre, in ihrer Familie sind 40 Leute, all being loud. die sind alle laut. I couldn't keep track. Aber da kann man überhaupt nicht folgen. And so for 15 minutes out of every hour, I would disappear into one of the back bedrooms. So, darum hat er sich jede Stunde mindestens 15 Minuten aufs WC zurückgezogen. I'm hyperventilating. Und er musste durchschnaufen, um wieder Luft zu bekommen. To them, it seemed like I was just arrogant and didn't want to be a part of the family. Aus ihrer Sicht hat das so ausgesehen, als ob er arrogant wäre und einfach gar nicht will ein Teil sein von dieser Familie. For me, I'm trying to stay alive. Und für ihn hat das bedeutet, ich will eigentlich nur überleben. But I'm a missionary kid, Er ist ein Missionarskind. and I can adapt to culture. Er kann sich an Kulturen anpassen. I may not be able to love from the heart, but I could read the books. Er kann vielleicht nicht Liebe leben aus dem Herz, aber er kann Bücher lesen. And I could do the best I could from my mind. Aber er hat das Beste können, was möglich ist, über seinen Verstand. In the shack were my secrets. In seiner Hütte, in seiner inneren Hütte sind seine Geheimnisse. In the shack were all of my addictions. In seiner inneren Lebenshütte sind all seine Süchte gewesen. And I kept it all hidden from Kim. Und er hat die alle geheim und versteckt behalten von seiner Frau, der Kim. All of us are looking for love. Jeder von uns hält Ausschau nach Liebe. A love that sees us and still loves us. Eine Liebe, die dich sieht und dich trotzdem liebt.
I didn't hear that from my father. Er hat das nie von seinem Vater gehört. I didn't hear it from anyone. Er hat das überhaupt von niemandem gehört. And now I'm married to Kim. Und jetzt ist er mit der Kim verheiratet. See, Kim comes from central United States. Kim kommt aus der Mitte der USA. She was born in North Dakota. Sie ist in North Dakota geboren worden. Her family is part of people of the earth. Ihre Familie kommt aus einer ländlichen Gegend. There's no 50 shades of anything. Da gibt es keine 50 Shades of irgendetwas. It's black or white. Es ist schwarz oder weiß, ganz einfach. Kim and her sisters are called the Force. Kim, seine Frau, und ihre Schwestern, die hat man The Force, also Kraft, Macht genannt. Yeah, may the Force be with you. Ja, may the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. And it was unfair that Kim thought that I loved her from the heart. Es ist sehr unfair gewesen, dass Kim lang geglaubt hat, ich liebe sie von meinem Herz her. But I learned something about shame. Aber er hat etwas über Scham gelernt dabei. I learned that it destroys your ability Er hat gelernt, dass das deine Fähigkeit zerstört, to distinguish between a value statement and an observation. zu unterscheiden, was ist eine Wertaussage zu machen und was ist nur eine Beobachtung. Let me explain. Er möchte das gerne erklären. Remember, I have a thin layer of perfectionist performance. Er hat gesagt, er hätte so eine dünne Schicht an Perfektionismus, die er über alles hineingelegt hat von seinem Leben. And it covers up an ocean of shame. Und diese dünne Schicht deckt einen Ozean von Scham zu. And when you get too close to someone, they start putting their finger right Und down wenn du through halt that zu nahe zu einem Menschen kommst, dann performance. stecken die in der Regel genau den Finger dort oben rein. And up comes your shame. Und rauf kommt deine Scham. So when we were first married, Kim would say these horrible things to me. Wo sie am Anfang verheiratet waren, hat Kim sehr schwierige Sachen zu ihm gesagt. I would be doing laundry, Er hat die Wäsche gemacht. and she would say, Paul, don't mix the colors with the whites. Und Kim Yeah. hat ihm gesagt, hey, mach die Farben von diesen Wäschen nicht durcheinander, das muss man trennen. Isn't that horrible? Das ist schrecklich, oder? Das ist you- Bad News. Das ist Bad News. Yeah. Kim is making an observation about laundry. Ja, also Kim hat eine Beobachtung gemacht, wie er wäscht. Do you know what I heard her say? Weißt du, was ich gehört habe, was sie sagt? I don't know why I married such a loser of a human being as you. Ich weiß nicht, warum ich, hat er gedacht von der Kim, so einen Loser geheiratet hat wie der Paul. Shame destroys your ability to distinguish between a value statement and an observation. Scham zerstört deine Fähigkeit zu unterscheiden zwischen was ist eine Wertaussage und was ist eine Beobachtung. But I adapted. Aber ich habe mich angepasst. I became a good father and a good husband, Ich bin ein guter Vater und ein guter Ehemann geworden. dying on the inside, Aber inwendig gestorben. doing the best that I know how in terms of performance. Er hat immer das Maximum von dem versucht zu leisten, was er für fähig war. Trying to maintain my facade. Er wollte die Fassade dabei aufrechterhalten. And I wasn't trying to be a fake and dishonest. Er hat nicht versucht, falsch zu sein und unehrlich. I thought if I could just perform the way God wants me to perform, Er hat nur gedacht, wenn ich es doch schaffen würde, mich so viel zu leisten oder genau das zu leisten, was ich denke, Gott von mir erwartet, maybe it would just heal me at the same time. das könnte doch eventuell ihn heilen von innen her. I wanted to be a truth teller. Er wäre gerne eine Person gewesen, die die Wahrheit sagt. I wanted to love authentically. Und er hätte ja gerne andere geliebt, authentisch. I just couldn't take the risk of connecting my heart with my head. Aber er hat das Risiko, seinen Kopf, seinen Verstand mit dem Herz zu verbinden, das hat er nicht in Kauf nehmen. And I couldn't let anybody in. Und er hat auch niemand darum reinlassen in seine Hütte. My 11 years of transformation Seine 11 Jahre von Transformation began with a one-sentence phone call. hat mit einem Einsatz-Telefongespräch angefangen. January 4th, 1994. January 4th, der 4. Januar
1994. about 2:15 in the afternoon. Etwa am 1:45 am Nachmittag. Not that I remember. Nicht, dass ich würde wissen, dass es so war. One sentence from Kim. Ein Satz von seiner Frau, der Kim. I am waiting for you at your office, Ich warte auf dich in deinem Büro. and I know. Und ich weiß Bescheid. In that one sentence, my entire facade came crashing In down dem einen Satz ist seine ganze Fassade zusammengefallen. because I knew what she knew. Weil ich gewusst habe, was sie weiß. She had caught me in a 3-month affair with one of her best friends. Sie hat ihn verwünscht in einer 3 Monats außerehelichen Affäre mit der besten Freundin von der Kim. I had broken the world. Ich habe eine Welt zerbrochen. And in that moment, I had to make a decision. Und in dem Moment hat er von dem Telefon müssen eine Entscheidung treffen. Suicide had always promised me a way to run away. Selbstmord hat immer schon ihm einen Weg raus versprochen, Before I hit the bottom, bevor ich ganz am Boden liege. it was the last way to escape. Das wäre wirklich die allerletzte Möglichkeit gewesen, zum davonkommen. And I was so tired. Und er ist so müde gewesen von dem allem. I wasn't going to run any other way than to kill myself. Er hat das Gefühl gehabt, ich renne jetzt nie mehr an, ausser ich bringe mich jetzt noch um. So I had to make a choice. Darum hat er müssen eine Entscheidung treffen, Wahl treffen. Kill myself or face Kim. Mich jetzt umbringen oder mich mit der Kim konfrontieren. And I knew that if I faced Kim, Er hat gewusst, wenn ich jetzt mich mit der Kim konfrontiere, all hell would break loose. dann wird die ganze Hölle losbrechen. I have no memory of how I made it from one side of the city to the other. Er weiß nicht mehr, wie er dann quasi durch die ganze Stadt durch zu seinem Büro gekommen ist. My next memory is driving up to the office. Die einzige Erinnerung, die er hat, ist, dass er unmittelbar dort, wo er zum Büro gekommen ist. Kim had been there long enough to tear the place apart. Kim war genug lang da, um den ganzen Ort dort zu zerstören. Did I tell you I married the wrath of God? Habe ich euch gesagt, dass ich den Zorn Gottes geheiratet habe? Before I changed my view of God, Bevor ich mein Bild von Gott verändert habe, and this event was the beginning of the deconstruction. und genau das Ereignis mit dem hat es angefangen, eben, dass mein Bild von Gott sich angefangen hat zu verändern. When I was growing up, I was afraid of the wrath of God. Als ich aufgewachsen bin, als ich klein war, hatte ich ja immer Angst vor dem Zorn Gottes. Now I count on it Jetzt verlasse ich mich darauf. because I now believe the wrath of God is the love of God. Weil ich heute glaube, dass der Zorn Gottes die Liebe Gottes ist. It is the love of God that is opposed to anything in me that is not of love's kind. Weil der Sohn Gottes, das ist die Liebe, die gegen all das ist, was in dir ist, was nicht seiner Liebe entspricht. It is the same fiery fury that every parent or grandparent feels. Das ist der gleiche Zorn, wo alle Eltern und Grosseltern fühlen. When something is hurting the ones we love. Wenn die wir lieb haben, wenn die verletzt werden. I have a daughter who's been fighting a brain tumor for 10 years. Er hat eine Tochter, die gegen einen Hirntumor hat kämpfen über 10 Jahre. She went through a period of time that brain tumor began to whisper a lie to her. Während diesen 10 Jahren hat der Hirntumor ihr angefangen, eine Lüge zu erzählen. That she was only damaged goods. Die Lüge war, dass sie nur etwas kaputt sagt. And when you believe that you are damaged, you will allow people to treat you that way. Und wenn du glaubst, dass du kaputt bist, dann erlaubst du gleichzeitig den Leuten, dass sie dich auch so behandeln. When you think you are worthless, you will allow people to treat you that Wenn du way. das Gefühl hast, du bist wertlos, dann erlaubst du den Leuten um dich herum, dich auch so zu behandeln. Because in a sick way, you think you deserve that. Weil in einer kranken Art glaubst du, du verdienst das. And you punish yourself that way. Und du bestrafst dich auf die Art selber.
And because of this little piece of tissue in her brain, Und wegen dem kleinen Tumor in ihrem Gehirn, in her brain, in Gehirn, yeah, in der Gehirn, in her ja, brain, yeah. Gehirn, brain, ja. yeah, she began to open herself up to a dangerous relationship Hat sie sich geöffnet in eine sehr gefährliche Beziehung. because it was all she felt she was worth. Weil das ist ja alles gewesen, was sie gedacht hat, was sie wert ist. She is now well beyond and healed from that. Und sie ist heute, Gott sei Dank, gesund. But during that time, Aber während dieser Zeit, give me the power to be a flaming fire of fury. gib mir Kraft, ein verzehrendes Feuer von der Liebe zu sein. And I would not only destroy that little piece of tissue, Und ich würde nicht nur das kleine Fötzeli von dem Tumor zerstören, but I would absolutely obliterate the lie aber ich würde auch absolut die Lüge offenlegen und bekämpfen, that was hurting someone that I love. wo ja eine Person verletzt, die ich liebe. That fury is for her, not against her. Der Zorn, die Leidenschaft, der Zorn, der ist für sie und nicht gegen sie. That love is for her, not Die against Liebe her. ist für sie und nicht gegen sie. It's not because she disappointed me or didn't live up to my Es expectations. ist nicht, weil sie mich enttäuscht hätte oder meinen Erwartungen nicht entsprochen hätte. It is because I love her. Es ist, weil ich sie liebe. Where does that love come from? Woher kommt die Liebe? It comes from the fire of the Father, Son, and Holy Spirit. Es kommt vom Feuer von Gott Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. George MacDonald writes, Der George MacDonald hat mal geschrieben, if you trust the goodness of God, wenn du der Güte von Gott vertraust, you will run to God with your arms wide open. dann wirst du zu Gott rennen mit deinen Armen weit ausgestreckt. And you will say, please come and judge me to the core. Du wirst Gott bitten, dass er dich bis in den tiefsten Kern aber wird beurteilen. And burn out of me everything that keeps me from being fully human and fully alive. Und tun all das aus mir rausbrennen, was mich daran hindert, ein ganzer Mensch zu sein und ganz im Leben zu stehen. Fire hurts, Feuer schmerzt, but it purifies. aber es heiligt, es reinigt. And we are all going to be salted with the love of God. Und wir werden alle eingewickelt sein in der Liebe von Gott. It's just a matter of time. Es ist nur eine Frage von der Zeit. The early church had a view of God as judge that was different from the one that we have inherited, or many of us have inherited. Die Urkirche hat eine andere Vorstellung von Gott gehabt, als wir das gelernt haben. We think of God as judge in a courtroom where he judges whether we're guilty or innocent. Wir glauben, dass Gott eine Art ein Richter ist, wie in einem Gerichtssaal, wo einfach urteilt, was ist richtig und was ist falsch. And when you are judged guilty, the job of the judge is to sentence you to punishment. Und wenn der Richter findet, dass du schuldig bist, dann ist es auch die Aufgabe vom Richter, dir eine entsprechende Strafe zu verlegen. That is a lot about how we think about God. Das ist wahrscheinlich das, wie die meisten, wie wir alle über Gott denken. The early church also believed that God was a judge. Die Kirche am Anfang hat das auch gedacht, dass Gott ein Richter ist. But instead of a courtroom, they saw it as a hospital. Aber im Unterschied zu uns, also zu einem Gerichtssaal, haben sie es gesehen, dass das sei wie ein Spital. And God was the great physician. Und Gott ist der große Doktor, der Arzt. When a doctor is the judge, what is his job? Wenn der Doktor der Richter ist, was ist seine Aufgabe? It is to determine how you are sick. Er muss können sehen und entscheiden, wie weit du krank bist, was an dir krank And ist. once he has made his judgment, Und wenn er es erkannt hat, wenn er sein Urteil gefällt hat, then she describes a whole protocol for what? Healing. ja, dann gibt es ein ganzes ein Protokoll, also einen Plan, wie du kannst heil werden. You can see that these are two absolutely different views of Du God as siehst anhand judge. von dem Bild, dass es zwei ganz unterschiedliche Bilder sind von Gott, einem Richter. Kim was the incarnation of the love of God. Kim, seine Frau, ist quasi die personifizierte Liebe Gottes für den. If she was here, she would tell you that she didn't do it right.
Wenn sie jetzt da wäre, würde sie uns sagen, dass sie es nicht richtig gemacht hat. But it doesn't matter to me. Aber es spielt für mich keine Rolle. Part of the reason that I have as much wholeness in my life Ein Teil vom Grund, warum ich jetzt so wiederhergestellt bin in meinem Leben, is because of the constant intensity of Kim's fury. ist wegen dieser konstanten Intensität vom Zorn von der Kim. I walked into the office and she blasted me. Er ist dann in das Büro hineingelaufen, wo sie ja schon gewartet hat auf ihn, und dann hat es geklopft. And after the first 4 hours of monologue, Nachdem sie ungefähr 4 Stunden Monolog geredet hat, I said to her, habe ich ihr gesagt, if we are going to do this, wenn wir das so machen, I have to tell you every secret that I have. muss ich dir jedes Geheimnis erzählen, das ich habe in mir drin. Naively, she said, bring it on. Naiv hat sie gesagt, okay, kannst du es bringen. It took me most of 4 days to tell her everything she didn't know. Es hat ungefähr 4 Tage gebraucht, bis er alles erzählt hat von dem, was seine Frau Kim nicht gewusst hat. And Kim demanded to know every detail about everything. Und Kim, seine Frau, hat von ihm verlangt, dass er jedes Detail von jedem Detail erzählt. And I told her. Und er hat ihr alles erzählt. And at the end of 4 days, she was destroyed. Und nach diesen 4 Tagen war sie am Boden zerstört gewesen. And she said, I will never believe one word that comes out of your mouth the rest of your life. Und sie hat ihm gesagt, dass ich ab jetzt kein Wort mehr von dir glauben werde bis ans Ende von deinem Leben. People have asked me, do you regret telling her everything? Jetzt fragen ihn die Leute, bedauerst du, dass du jetzt deiner Frau darum alles gesagt hast? Absolutely not. Überhaupt nicht. If there was any possibility that anything could happen that would be reconciliation, Wenn es überhaupt irgendeine Chance gegeben hätte, dass irgendetwas hätte passieren können, dass Versöhnung in seinem Leben you stattfinden könnte, cannot build it on only part of the truth. dann kannst du es nicht nur auf einem Teil von der Wahrheit aufbauen. Because the betrayal is bad enough. Weil der Betrug ist ja schlimm genug. But at some point down the road, if you have to acknowledge something more, Aber wenn du auf deinem weiteren Weg noch mehr musst, akzeptieren oder erkennen, that will just push off any process for who knows how long, and maybe not at all. und das wird wieder quasi den ganzen Prozess verzögern, wer weiß für wie lange. When she told me that, I absolutely believed her. Wo sie mir das gesagt hat, eben, dass sie ihm nichts mehr wird glauben, hat er das absolut geglaubt. But I had hit the bottom. Er ist auf dem Boden gelegen. You know how I know that I hit the bottom? Weißt du, wie ich gemerkt habe, dass ich auf dem Boden gelegen bin? I didn't kill myself. Ich habe mich nicht umgebracht. I faced her. Ich habe mich mit ihr auseinandergesetzt. And then I faced her father who lived with us. Und dann habe ich noch den Vater von ihr mich mit ihm auseinandersetzen, der mit uns gelebt hat. And then I faced her sisters, the force. Und dann habe ich mich mit der Macht von diesen 4 Schwestern auseinandersetzen. And then the whole family. Und dann die ganze Familie. And then my family. Und dann seine Familie. On a daily basis, I was turning my face into the wind. Jeden Tag hat er sein Gesicht direkt in den Wind müssen stellen. The wind of fury. Der Wind von dem heiligen Zorn. And I took it. Und er hat es angenommen. I owned what I did. Er hat die Verantwortung übernommen für das, was er gemacht hat. I didn't point a finger at anybody. Er hat nie den Finger auf irgendjemanden gezeigt. I had done this. Ich habe das gemacht. And it was so hard. Und es ist so verdammt schwer gewesen. This is when I began to learn how to live only in one day's grace. Das ist auch gleichzeitig der Moment gewesen, wo ich gelernt habe, aus der Gnade von einem Tag zu leben. I couldn't deal with more than one day. Er hat überhaupt nicht mehr können, als mit einem Tag sich auseinandersetzen. For a long time, at the end of every day, I would almost be dead. Weil
für eine lange Zeit ist er eigentlich gefühlt nach einem Tag schon fast so gut wie tot gewesen. And I would have to trust that God would give me new grace for the next day. Und er hat darauf vertrauen, dass Gott ihm wieder Gnade wird geben für den nächsten Tag. But I did everything that I could. Aber er hat alles gemacht, was er hat können. I made sure that I went to work. Er hat geschaut, dass er arbeiten and that I continue to earn money to help support the family. Und er hat ist immer noch dafür eingestanden, dass er Geld verdient, um die Familie zu unterstützen. As furious as Kim was, So zornig seine Frau Kim war, she let me stay in the home sie hat ihn die Hause wohnen lassen, because she believed that I was owning it, that I owned this. weil sie überzeugt war, dass er von dem tatsächlich und wirklich die Verantwortung übernimmt. If I had wavered, Wenn er gezittert hätte oder unsicher gewesen wäre, if I had lied to her again, wenn er wieder sie angelogen hätte, we would not be married. wären sie jetzt nicht mehr verheiratet. I knew at this point that I needed to find some help. Er hat auch gemerkt, an dem Punkt, wo er da war, dass er Hilfe muss in Anspruch nehmen muss. Kim was doing her part by beating the hell out of me. Kim hat ihren Anteil gehabt, indem sie quasi im Töllheiß gemacht hat. But I needed some help to change. Aber er hat müssen Hilfe suchen für eine Veränderung. And I had never in my life asked for it. Aber das hat er noch überhaupt nie in seinem Leben gemacht, irgendjemand für Hilfe gefragt. Perfectionist performance. Die Leistung von einem Perfektionist lässt das nicht zu. To ask for help is to violate the facade. Ja, wenn du als Perfektionist jemanden um Hilfe fragen, dann würdest du deine eigene Fassade verletzen. So I pulled the phone book from off the shelf. Er hat das Telefonbuch vom Gestell oben runtergenommen. And I open under counseling. Und er hat geschaut wegen Beratung. And I start with the A's and I work my way Und down. er hat schön bei A angefangen und ist immer weiter runtergegangen. And I find this organization called Agape Youth and Family Services. Und er hat die Organisation gefunden, die Agape Youth and Services geheißen hat. And Agape is the word for God being love. Ja, und Agape heisst, das ist das griechische Wort für Gott ist Liebe. It is unconditional love. Bedingungslose Liebe. It is other-centered, self-giving love. Es ist selbstlose Liebe. And if there was anybody on the planet that needed it right then, it was me. Und wenn es irgendjemand auf der Welt gegeben hätte, der jetzt genau das gebraucht hat, dann bin ich das gewesen. And their little advertising box Und dann hat es eine Werbebox unten dran. said, "We specialize in sexual abuse histories." Wir sind spezialisiert in Geschichten von sexuellem Missbrauch. So I called total strangers and make an appointment. So, darum habe ich völlig unbekannte Leute angerufen und habe ein Meeting abgemacht. And I'm introduced to Scott Mitchell. Und ich bin vorgestellt worden an einem Mann, der heißt Scott Mitchell. And he becomes my therapist. Und er ist sein Therapeut geworden. And I sit across from him the first day. Und ich sitze ihm gegenüber am ersten Tag. And I say to him, I don't need someone to ask me how I'm feeling about all this. Ich brauche niemanden, der mich jetzt fragt, wie ich mich fühle in all dem hinein. I need to know if you can get me from A to Z. Ich muss wissen, bist du die Person, die mich vom A bis Z führen kann. I didn't go to counseling to fix my marriage. Ich bin nicht in eine Beratung gegangen, um meine Ehe wiederherzustellen. I didn't go to counseling to fix Kim. Ich bin nicht in die Beratung gegangen, um Kim quasi wiederherzustellen. I had destroyed my marriage. Ich habe meine Ehe zerstört. If anything that looked like a relationship was going to happen, it was going to be something different. Wenn irgendetwas wie Beziehung sollte wieder möglich sein zwischen uns, dann muss es etwas völlig anderes sein, völlig Neues. But I was convinced that Kim would never believe one thing that actually could change. Aber ich bin auch gleichzeitig überzeugt gewesen, dass Kim nie etwas wird glauben von dem, dass irgendeine Veränderung möglich wäre. And why should she? Und warum soll sie auch?
And Scott said to me, Und der Therapeut, der Scott, hat zu ihm gesagt, yes, I can get you from A to Z, ja, ich bringe dich von A nach Z. but it will take a year and a half. Es wird aber 1,5 Jahre Zeit in Anspruch nehmen. I said, I'm in. Hat er gesagt, mach ich. He laughs. Hat er gelacht. He said, everybody says they're in when they're sitting where you are. Er hat geantwortet, das sagen alle, dass sie mitmachen, wenn sie an dem Punkt sind wie er. But after a couple months, people feel a little more in control and a little better about themselves. Aber nach ein paar Monaten fühlen sich die meisten Leute wie er ein bisschen mehr wieder in Kontrolle und es fühlt sich schon wieder besser an. And they bail out right before the really hard stuff. Und sie versuchen wieder rauszukommen aus dem Prozess raus, wenn es wirklich hart und ernst wird. But I had hit the bottom. Aber er ist ja gefühlt auf dem Boden gelegen. And I said to Scott, Und ich habe zum Scott gesagt, I am not leaving until you tell me that I'm done. ich werde nicht aus dieser Therapie aussteigen, bis du mir sagst, ich bin jetzt durch. For the first time in my life, Überhaupt das erste Mal in seinem Leben I took the risk of trust. habe ich das Risiko vom «Ich vertraue jetzt» quasi akzeptiert. And I knew if this didn't work, I was done. Und wenn das jetzt nicht würde funktionieren, dann hätte ich gewusst, dann ist endgültig I offen was aus. not going to take the risk that I might hurt somebody like this again. Ich habe nicht das Risiko nochmal nehmen, dass ich vielleicht nochmal jemanden wie meine Frau Kim so wird verletzen, wie ich das gemacht habe. And at the beginning, Scott told me how the process would go. Am Anfang hat Gott mir aufgezeigt, wie der Prozess wird verlaufen. And it went just like he said. Und es ist genau so gelaufen, wie er es gesagt hat. About 3 months into the journey, Nach 3 Monaten auf dieser Reise I almost killed myself habe ich mich fast umgebracht. when it got really hard. Weil es ist wirklich hart geworden. Because we got deeper and deeper into my history. Wir sind immer mehr abgestiegen in seine Geschichte. And I got to the place where I lost all my hope. Und er ist am Punkt angekommen, wo er all seine Hoffnung verloren hat. And I described it to someone as being pushed to the edge of the abyss. Und das ist so, wie wenn man an Grenzen kommt vom, And I'm looking down in this nothing. also quasi an Grenzen, und du schaust runter wie von einem Felsen und da ist nichts. And I realize I don't know if there is one thing about me that is actually real. Und er hat so das Gefühl war, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Punkt gibt in meinem Leben, der wirklich real ist. What is not a survival mechanism or a safety skill? Was nicht einfach nur ein Überlebensmechanismus gewesen wäre. And I'm thinking, what am I supposed to do? Und ich habe mir gedacht, was muss ich überhaupt machen? How do I go back before I'm 5 years old and find out if there's even a real boy back there? Wie soll ich zurückgehen in meiner Geschichte quasi vor 5, um herauszufinden, gibt es da überhaupt einen realen Bub? And I lose all my hope. Und ich habe all meine Hoffnung verloren. It was the worst moment of my life. Es war der schlimmste Moment in meinem Leben. And when I lost my hope, I made a decision. Und als ich meine Hoffnung ganz verloren habe, habe ich wieder eine Entscheidung getroffen. It was done. Es ist fertig. I was going to take a trip to Mexico City Ich würde nach Mexico City fahren, because maybe the only good thing that Paul Young could ever do in his life weil wahrscheinlich die einzige gute Sache, die ein Paul Young überhaupt in seinem Leben könnte machen, was to kill himself far enough away that his children wouldn't be the ones who found his body. sich an einem Ort weit weg von Zuhause umzubringen, dass sicher seine Kinder ihn nicht würden als erstes finden. And a friend came to visit me Und ein Freund ist gekommen, um ihn zu besuchen and said, "Where are you right now?" und fragt, wo bist du jetzt genau? And I described being pushed to the edge of the abyss. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mich so gestoßen fühle, eben bis an die Grenze, bis an den Abgrund. And looking in the abyss Und ich schaue in den Abgrund and losing my hope. und ich verliere meine Hoffnung. And I said to her, Und ich habe ihr gesagt, "You know what I am? weißt du, was ich bin? All I am is a dried up little pile of shit. Alles, was ich bin, ist ein trockener Haufen von Dreck. And the wind is blowing. Und der Wind bläst. And I'm terrified when it is finished, there will be nothing left." Und wenn ich bin zutiefst erschreckt, weil wenn der Wind aufhört, dann wird nichts mehr übrig sein. And my friend said,
Und mein Freund hat gesagt, Paul, there is a seed in there. Paul, da ist ein Samen in dir. I say a seed? Aber was für ein Samen? And then I think, if there were a seed, even so small I couldn't see it, Und dann hat er gedacht, wenn es dort tatsächlich in mir einen Samen hat, der so klein ist, dass ich ihn nicht sehen kann, it would mean something could grow. das würde doch meinen, irgendetwas könnte doch noch wachsen in mir. And then my next thought, Und dann war mein nächster Gedanke, seeds grow good in this kind of stuff, right? Samen wachsen gut im Dreck. You don't think the Holy Spirit has a sense of humor? Hast du das Gefühl, der Heilige Geist hätte keinen Sinn für Humor? All my hope came back in this little seed. Und all meine Hoffnung ist in dem Moment zurückgekommen, in dem kleinen Samen, in And dem Dreck. instead of going to Mexico City, I went back to Scott. Und anstatt jetzt nach Mexico City zu gehen, um mich umzubringen, bin ich zurück zu meinem Therapeuten Scott. 9 months with Scott. Nach 9 Monaten He says, you're done. sagt er, jetzt bist du durch. I said, you said a year and a half. Du hast gesagt, aber das geht 1,5 Jahre. He said, Paul, we have never seen anybody work this hard and stay with it. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart gearbeitet hat wie du und dran geblieben ist. Because this was life or death for me. Weil der Prozess hat für ihn Leben oder Tod bedeutet. And Scott became my friend. Und der Scott, der Therapeut, ist dann sein Freund geworden. And we would check in with each other. Und wir machen immer mal wieder ab miteinander. But I began to make other changes. Und er hat dann aber, der Paul hat dann noch angefangen, andere Veränderungen zu machen. I began to let men into my life. Er hat angefangen, Männer in sein Leben hineinzulassen. I began to be a truth teller in all of my relationships. Er hat angefangen, die Wahrheit zu erzählen in all seinen Beziehungen. And Kim stayed angry. Und Kim ist immer noch zornig geblieben. But she slowly began to soften. Aber langsam hat ihr Zorn nachgelassen. It took her and I 11 years to heal. Es hat sie beide 11 Jahre gebraucht, um gesund zu werden. 11 years also for my deconstruction process about God. Genauso die 11 Jahre, wie er auch sein Gottesbild hat können in dem hinein verändern. 11 years to take the journey back into my own soul. 11 Jahre auf der Reise zurück in meine eigene Seele. And begin to remove all the garbage and all the broken wood. Und all der Dreck und all der Abfall und all das verbrochene Holz können rausräumen. And all the lies and Und all all the die darkness. Lügen und all die Dunkelheit. And rebuild a house that someone could actually live in. Und anfangen, ein Haus zu bauen, wo tatsächlich auch jemand gern oder könnte drin wohnen. And the end of my 11th year. Und am Ende von diesen 11 Jahren, And the calendar turns over to January. und wo der Kalender auf Januar gewechselt hat, And it's going to be the year that I turn 50. und dort bin ich 50 geworden. And I realize I am one of the healthiest people that I know. Und dann habe ich realisiert, ich bin ja eine der gesündesten Personen, die ich selber kenne. It caught me by surprise. Es hat mich komplett überrascht. And it was my year of Jubilee. Und das war mein Jubiläumsjahr gewesen. I have no secrets. Ich habe kein Geheimnis mehr. I have no addictions. Ich habe keine Sucht mehr. Not even to doing something good for God. Ich muss nicht einmal mehr irgendetwas Gutes für Gott machen. Like coming up with a ministry or something. Irgendein Ministry anfangen oder sonst etwas. Like gold chained addictions. What? Gold chain? Gold chained Gold- addictions, yeah. Irgendwie so Goldketten. Though chains be of gold, they are chains all the same. Ja. Auch wenn Ketten aus Gold sind, sind es immer noch Ketten. And I am the same person in every situation. Und ich bin jetzt immer die gleiche Person in jeder Situation, in jeder Rolle, wo ich drin bin. I had always been a different person depending on the audience. Ich bin immer eine andere Person gewesen, abhängig von meinem And now Publikum. I'm living from the inside out. Und jetzt lebe ich von innen nach außen. And I'm comfortable inside my own Und skin. ich fühle mich wohl in meiner eigenen Haut. And joy has become a constant companion. Und Freude ist ein konstanter Begleiter gewesen And von I'm mir. 50 years old and I can say, look,
I finally became a child. Und mit 50 habe ich gesagt, schau mal, jetzt bin ich Because I was endlich never ein Kind. allowed to be a child when I was little. Weil es ist ja nie erlaubt gewesen, ein Kind zu sein, als ich noch klein war. Missy had been murdered. Die Missy ist ja umgebracht worden. And now she is resurrected through my tears and my work. Und jetzt ist sie wieder auferstanden durch meine Arbeit, die ich geleistet habe, und meine Tränen. And where her death was, there is now a tree of life. Und wo sein Tod ist, ihr Tod war, ist jetzt ein Baum vom Leben. In the movie, they are filming that scene where the tree of life has just come up. In seinem Film, «Der Shack», sieht man ja die Szene, wo der Baum aus dem Grab von der Missy aufwächst. And they have buried Missy's body in a beautiful casket. Die haben den Körper von der Missy in einem schönen Sarg And beerdigt. there are butterflies that are Und dann kommen all Schmetterlinge. across the top of the casket. Über Schmetterlinge kommen über den ganzen Sarg. And they are standing there, the Father, Son, and Holy Spirit. Und dann stehen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. And Mackenzie is in the middle. Und der Mackenzie ist in der Mitte. And there are 30 people out here on the set Und dann sind 30 Leute am Filmset, that you can't see. wo du nicht kannst sehen. And when they begin that shoot, Und wo die Filmszene gemacht haben. and everybody thinks it's special effects, Und jeder hat das Gefühl, das ist ein Special Effect but gewesen. as they start the shoot, Wo die Filmszene angefangen haben. all of a sudden out of nowhere Plötzlich aus dem Nichts comes this big butterfly and lands on Mackenzie. ist der eine grosse Mackenzie's Schmetterling nose. gekommen, der auf seiner Nase gelandet ist. And all four of them stay in character. Und all die 4 Charaktere. But you see surprise on Mackenzie's face. Ja, aber du siehst die Überraschung auf dem Gesicht von It's Mackenzie, because he is surprised. weil er wirklich überrascht war. A butterfly of all the people to choose to land on Von all den Leuten, die anwesend waren, hat der eine Schmetterling entschieden, lands on his nose. genau auf Mackenzie seiner Nase zu And you landen. have this insect that represents metamorphosis. Und du hast das Insekt, die Schmetterling, wo ja ein Bild ist von dieser Metamorphose, New life from death, neues Leben aus dem Tod, centered right in that shot. wo genau mitten in dieser Szene drin And they war. kept it. Und die haben das gefasst. Short time after the 11 years, Und genau kurz darauf, nach den 11 Jahren, I'm sitting in a circle with some friends who all know my history since I have no secrets. ist er im Kreis gesessen von Leuten, die alle seine Geheimnisse kennt haben. And Kim says to them in front of me, Und Kim sagt zu den Männern, wo er anwesend war, she said, I never thought I would ever say this. ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde. It was all worth it. Es ist alles wert gewesen, es hat sich alles gelohnt. She is not justifying adultery. Sie tut nicht Ehebruch rechtfertigen. She is saying that there is nothing so broken Sie sagt nur, es gibt nichts, was so zerbrochen ist, that God cannot heal it. dass Gott es nicht heilen könnte. There is nothing so lost that God does not know where it is. Es gibt nichts, was so verloren ist, dass Gott nicht wüsste, wo es versteckt ist. And nothing so dead that God cannot grow something in it. Und es ist nichts so tot, dass Gott nicht neues Leben aus dem heraus könnte erschaffen. The goal of the presence of the Father, Son, and Holy Spirit in you Das Ziel von der Anwesenheit von Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist in dir is to partner with you for the healing of your own soul. ist, eine Partnerschaft mit dir anzufangen, dass deine Seele kann heil werden kann. Begin with this work and then let it express Fang itself out mit into the world. Dieser Arbeit an und dann lass in die ganze Welt ausströmen. The love of God is endless. The love of God is endless. To the And our praise time of the on. glory of God. Amen. Liebe von Gott ist unendlich. You're so precious, man. I love you. That's amazing. That 11th year, I finally felt healthy enough to write a story for my kids for Christmas. Wow. Nach diesen 11 Jahren hat er sich endlich gesund genug gefühlt, um die Geschichte zu schreiben, den Scheck für seine Kinder. And I was content with my life. Und er war zufrieden mit seinem Leben. And I was working 3 jobs. Und er hat 3 Jobs gehabt. And all I could give my children for Christmas that year was a book I wrote for Und them. alles, was ich meinen Kindern geben konnte, ist das Buch, das ich geschrieben habe. Made 15 copies,
Ich habe 15 Kopien gemacht. that did everything I wanted it to do. Das war alles, was ich machen wollte. The shack. Der Shack. Come on, extra Applaus!